Hey, hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Ina und in diesem Video nähe ich mal wieder mit Jeans. Meistens brauche ich für die Projekte ja keine ganze Jeans und daher habe ich einige Reste und da habe ich halt schon mal die Reste in unterschiedlichen Blautönen rausgeholt und davon werde ich gleich Stücke zuschneiden und das zu einem wilden Patchwork zusammennähen und daraus nähe ich dann eine Tasche. Ich hoffe, du hast auch Spaß daran und wünsche viel Spaß beim Zuschauen. Für die Tasche nehme ich hier noch zweimal Gurtband, 4 cm breit, 70 lang. Und für das Futter ein Kissenbezug 50 x 50. Und dann noch hier die Schablone, die große Schablone von der Kissentasche. Die kannst du dir bei mir im Shop herunterladen. Als erstes schneide ich mal die Stücke zu und ja, man kann das ja zuschneiden, wie man möchte, aber ich mag schon rechte Winkel und das ist vielleicht auch ein bisschen einfacher aneinander zu nähen. Deshalb schneide ich Rechtecke oder Quadrate in unterschiedlicher Größe zu und in unterschiedlichen Blautönen. Hier nehme ich auch direkt eine von den hinteren Taschen dazu. Und wenn ich dann meine, ich habe jetzt einiges, das könnte für schon mal eine Seite reichen, dann schaue ich jetzt mal, wie ich das aneinander nähe. Und das fertige Stoffstück sollte oder muss auf jeden Fall 52 cm breit sein. Bei der Höhe ist auch 52 cm okay oder das kann halt auch 50 cm hoch sein. Die Höhe ist nicht so entscheidend, die Breite ist entscheidender. Mit der Tasche muss ich jetzt gucken, dass ich damit nicht zu hoch komme, weil ja nachher ein halber Kreis dort oben ausgeschnitten wird. Deshalb schaue ich mal eben, wie gesagt, dass sie halt schön mittig dann auf dem Stoffstück liegen wird, wenn ich das so aneinander nähe. Um jetzt die Breite auch noch ein bisschen besser abschätzen zu können, habe ich mir noch mal schnell ein Maßband dazu geholt und jetzt puzzle ich das so mal aneinander. Und ich glaube, als erstes werde ich mal diese beiden Teile hier rechts auf rechts zusammennähen. Die Nahtzugabe ist hier nicht entscheidend, kann man füßchenbreit nähen oder einen Zentimeter, ganz wie man möchte. Dann streiche ich die Nahtzugabe zu einer Seite und steppe das nochmal knapp an der Kante von rechts ab. Jetzt nicht erstmal weitere Teile aneinander, bevor ich das nachher unten dran nähe, damit sich nicht so komplizierte Ecken zum Nähen ergeben. Und wenn ich dann das auf volle Breite zusammengenäht und halt auch zum Teil abgeschnitten habe, dann nähe ich das Stück an das untere dran. Es sind jetzt nicht ganz 52 cm von der Höhe her, aber das ist nicht so entscheidend. Die Breite muss 52 sein. Wenn das jetzt weniger sind halt in der Höhe, dann kann man den Kissenbezug ja einfach ein bisschen weiter unten abschneiden. Solltest du keinen Kissenbezug haben für das Futter, kannst du natürlich einfach Stoffe in der gleichen Größe wie die Jeansstoffe zuschneiden und das dann genauso als Futter gleich zusammennähen. Jetzt mache ich noch schnell die zweite Seite. Wieder unterschiedlich große Stoffstücke, Jeansstoffe zuschneiden und aneinander nähen. Und dann, wenn die genau gleich groß sind, kommen die beiden Stoffe rechts auf rechts aufeinander. Natürlich sollte die Taschenöffnung nach oben schauen, falls du auch eine hast. Und an 3 Seiten zusammenklammern und dann mit 1 cm Nahtzugabe die beiden Teile aufeinander nähen. Und solltest du das Futter auch nähen, dann natürlich beim Futter genauso. Und das ist jetzt echt total schade für mich. Ich hatte mich so auf das grüne Innenfutter gefreut, aber die nehmen es anscheinend nicht so genau mit dem Ausmessen und ich habe nicht nachgemessen und der Kissenbezug ist nur 48 breit. Ich brauche aber die 50, weil der Kreis natürlich genau auf die 50 cm ausgelegt ist. Nun lege ich also die Kante von dem anderen Kissenbezug unten an die Naht
von den Jeans-Stücken und schneide das dann oben parallel ab. Und den Reißverschluss lege ich erstmal zur Seite. Vielleicht brauche ich den ja nochmal für irgendwas anderes. Den hebe ich auf jeden Fall auf. An den Ecken, rechts und links unten, zeichne ich nun Quadrate von 6 x 6 cm ein und schneide diese aus. Anschließend falte ich die Seiten so auseinander und lege die Schnittkanten aufeinander und die Nahtzugaben jeweils in die andere Richtung. Und dann klammere ich das mit ein paar Klammern zusammen. Und bei dem Kissenbezug wende ich erstmal das Kissen auf links und zeichne ebenfalls 6 x 6 cm an den Ecken ein und schneide das aus, klammer das genauso aufeinander und dann wird das alles zusammengenäht. Nahtzugabe ist ja 1 cm. Dann die Nahtzugabe auf ca. einen halben Zentimeter zurückschneiden. Und nun den Kissenbezug wieder wenden, dass die rechte Seite außen ist und die beiden Taschen kommen nun rechts auf rechts ineinander. Ich klammer erstmal die Seitennähte aufeinander und dann lege ich die offenen Kanten passend aufeinander und klammer die etwas fest an einigen Stellen. Anschließend lege ich die Seiten einmal so aufeinander, um die Mitte der Tasche zu markieren. Drücke dort mit dem Finger etwas drüber und an diese Stelle stecke ich eine Nadel und dann kommt der Kreis zum Einsatz. Der wird einmal in der Mitte gefaltet zum halben Kreis und dann nochmal zum Viertel. Und hier die Mitte von dem halben Kreis, die kommt jetzt genau auf die Nadel und dann wird der Halbkreis auf die Tasche gezeichnet. An die rechte und die linke Seite kommt nun jeweils ein Viertelkreis. Auf den Linien werden die Viertel und der halbe Kreis nun ausgeschnitten und dann werden die Gurte befestigt. Dafür wird das hier aufgeklappt, sodass die rechten Seiten sichtbar sind und dann kommt das erste Gurtband mittig zwischen diese beiden Stofflagen und wird dort festgeklammert. Das andere Ende auf die andere Seite und die Kanten werden dann auch ein bisschen aufeinander geklammert und das gleiche dann auf der anderen Seite von der Tasche. Und dann fehlt dort noch eine Wendeöffnung. Hier an dem breiten Bogen eine Wendeöffnung von ca. 12 cm markieren. Das mache ich mit 2 Nadeln und dann wird von Nadel zu Nadel einmal ringsherum genäht. Anfang und Ende der Naht gut verriegeln und die Nahtzugabe ist 1 cm. Einmal bis nach oben 1 cm vor Ende des Stoffes die Nadel im Stoff stecken lassen, das Ganze drehen und über den Gurt hinweg nähen und auf der anderen Seite dann genauso weiter nähen
bis zur anderen Nadel. Dort wieder verriegeln und dann wird die Tasche gewendet. So, jetzt ist alles auf rechts gewendet. Nun kann ich die beiden Beutel ineinander stecken und am Bügelbrett die Kante flach bügeln. An der Wendeöffnung lege ich die Nahtzugabe nach innen und stecke das Ganze mit Nadeln zu und bügel alles flach mit schön viel Dampf. Und als letztes wird nun noch einmal hier am Rand knappkantig abgesteppt. Ich nehme dafür so einen goldfarbenen Faden. Den sieht man ja auch häufiger an Jeans und das gefällt mir ziemlich gut. So habe ich auch schon die Stoffe abgesteppt. Ich fange jetzt also nicht genau an der Nahtzugabe an der Seite an, sondern kurz davor, weil der Stoff da einfach ein bisschen dünner ist. Und nähe dann bis zum Gurt hoch. Dort die Nadel im Stoff stecken lassen. Hinten hängt jetzt der Nähfuß etwas runter, deshalb schiebe ich da ein Stück Gurtband unter. Und so nähe ich nun entlang der Kante. Die Wendeöffnung wird dabei geschlossen, dann ein paar Stiche am Ende über den Anfang der Naht hinwegnähen und die Naht verriegeln. Das war's dann, die Tasche ist fertig. Ich habe solche Taschen und auch Klamotten in dieser Art, also mit so einfach zusammengenähten Jeansstücken, schon dieses Jahr in Schaufenstern und auch Zeitschriften gesehen. Und auch diese Art gefällt mir richtig gut. Die Taschenform kennst du ja vielleicht schon, das ist ja eigentlich die Kissentasche, aber man kann es halt auch einfach in dieser Variante nähen. Ich hoffe natürlich, mein Video hat dir gefallen und freue mich sehr, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann freue ich mich natürlich auch über ein Abo. Das Abo ist selbstverständlich kostenlos und du kannst mich ganz einfach unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nähen. Bis dann!